Zu Besuch. Ja, geplant waren 9 Folgen. Gemacht haben wir 11. Vielen, vielen Dank, wollten wir an dieser Stelle zu allen Bewerbern sagen. Wir konnten nicht alle besuchen. Wir hatten richtig viele Bewerbungen, muss ich sagen. Und viele interessante Sachen dabei. Wir haben dann 2 Folgen mehr gemacht, 11 Folgen insgesamt, ja, als wir eigentlich geplant hatten. Und ja, eine Erinnerung, Bodo, die mir in Erinnerung geblieben ist, ja, einmal Jensen fahren fand ich spannend in Ostfriesland und die Gastfreundschaft unserer Kunden und bei den Leuten, wo wir waren, wie wir verpflegt worden sind, wie wir verköstigt worden sind, wie wir aufgenommen worden sind, das war schon was Besonderes für mich. Ja, also da auch großes Lob an alle durchweg, muss ich sagen. Also es war immer ein sehr, sehr netter Kontakt, hat immer Spaß gemacht, man hat sich immer gut verstanden, man hat sich wie bei Freunden immer gefühlt. Und das haben wir nicht erwartet. Wir haben gehofft auf interessante Typen. Wir auf haben nette gehofft, Menschen, ja. Auf nette Menschen. Wir haben gehofft auf gutes Essen. Coole Autos. Ja, we're traveling for food. Nein. Natürlich, Corona hat das Essen gehen und so weiter, das hat ein bisschen erschwert. Ab und zu mussten wir ja auch mal im Hotel übernachten. Konnten nicht wieder zurückfahren, wenn es dann zu weit weg war. Das war dann nicht immer so optimal, umso schöner an für sich, dass wir da aufgehalten wurden. Ja. Ein paar lustige Sachen auch, die natürlich nicht auf der Kamera drauf sind, haben wir auch erlebt. Eine Geschichte war mit Stefan, also unser Social Media Manager, der hat irgendwie bei einer Autofahrt 8-mal sein Handy zwischen den Sitz fallen lassen. Ja. Und dann war das irgendwie so programmiert, dass er das nicht anrufen konnte, weil er war sich dann nicht sicher. Weil zwischendurch war man mal ausgestiegen oder wie auch immer, mal auf Toilette gewesen oder so. Und dann war er sich nicht sicher, ist es überhaupt im Auto oder hat er es am Rastplatz verloren. Dann konnte er sich nicht anrufen, weil das natürlich nach der eigentlichen Arbeitszeit war. Und dann war das auf stumm geschaltet automatisch. Und dann hat er versucht, das zu tracken. Und da war auf jeden Fall ordentlich was los hinten. Fernseher hat er auch mal geliefert bekommen. Da war er auch ein bisschen aufgeregt. Aber diese quicke... Wir haben ja morgens um 7, oder wann sind wir losgefahren? In Berlin war das, ja, genau. Weiß ich nicht mehr. Ja, also ich glaube, wir sind um 7 losgefahren. War nichts los, Sonntag früh um 7. Das war eigentlich sensationell in Berlin. Ich habe die Stadt, ich habe da ein paar Jahre mal gewohnt als Kind und Jugendlicher. Ich habe die Stadt noch nie so leer gesehen. Also war absoluter Wahnsinn. Und da haben wir ja ein paar Bilder eingefangen. Wir waren beim Schloss, was ja neu gebaut worden ist, und dann noch so ein paar andere Ecken abgegrast, da wo noch ein Stück Berliner Mauer steht. Ja, das war, genau. Ostbahnhof und so, dass wir ein paar Bilder für euch einfangen können. Das war auf jeden Fall auch nochmal super. Und, ja, und schön kalt war es. Ja, kalt. Kalt ist ein Stichpunkt. Wir haben uns natürlich eine tolle Jahreszeit ausgesucht, ne? Ja. Für diese Aktion. Unsere erste Sitzung oder unser erster Dreh war ja im hohen Norden bei Alexander Graf mit dem E500 Limited. Im Pferdestall oder im Putzraum vom Pferdestall. Im Putzraum vom Pferdestall, und das war ein kalter Tag. Ja, mit Mütze, Glas mit Mütze, ne? Da musste ich mit Mütze arbeiten, ja genau. Aber ein cooles Auto. Alexander, hochinteressanter Kerl, finde ich. Ja. Sehr, sehr sympathisch auch. Und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich habe auch dieses Auto... Das ist mir näher gekommen dadurch. Also ich habe der 500e, ne? Ja, ich fand ihn ja immer so ein bisschen... Er ist ja optisch... Gut, Geschmackssache, ne? Aber er ist für mich nie so ein richtiges Highlight gewesen, optisch. Ja, ist eine Limo mit verbreiterten Kotflügeln, ne? Und, ja, aber es gibt halt, ich sag mal, der Jensen ist einfach ein schickes Auto. Oder der E-Type, den wir gesehen haben, Paderborn. Z1, Z1, auch eine ganz eigene Optik, ne? Und der E500 ist halt ein E, ne? Also ja, aber so mit dem aber Motor, so mit der Kombi, mit dem Leder drin und so, das ist auf jeden Fall eine ganz coole Geschichte. Und genau, ich wollte nochmal hier rüber. W108 haben wir gehabt. Genau, sehr schön auch. Ein sehr schönes Auto, blaues Dach in Silber. Ja. Das war super. Fand den 320, den ersten Dreier, fand ich auch super spannend, muss ich sagen. 850i, bin mal gespannt, ob der zum Laufen kommt. Ne? Ja, auch schönes Auto. War mir ein bisschen erstaunt, wie modern der schon damals war für seine Zeit. Konnten gar nicht so recht glauben, dass das schon ein H-Kennzeichen-Auto ist. Der 850, ne? Ja. Ja,
wenn du den A50 dich reinsetzt, das ist kein historisches Fahrzeug. Ja, Also wenn man das so sieht, da verstehe ich manchmal die Überlegung, dass man sagt, 30 Jahre reicht heute vielleicht gar nicht mehr, weil aber vielleicht ist es auch nur, weil wir älter werden, ne? Ja. Also du, ne? Ja. Ich will ja fit, genau. Da hatten wir nochmal einen W108, einen langen, genau, den Jensen. Das Auto mit dem größten Hubraum, was ich je gefahren bin, wissentlich zumindest. Also ich habe auch einen LKW-Führerschein, da war bestimmt mal was mit einem größeren Hubraum in der Fahrschule dabei, aber LKW ist ja nun mal kein PKW. Ja, und 6,3 waren das, glaube ich. 6,3 Liter, ja, genau. Das ist, und da muss ich nochmal sagen, Connolly-Leder, das ist schon ein Knaller. Also wo überall Leder auch waren, ja, an welchen also Stellen und was wo. für ein Leder, also das Leder von der Haptik, von der Machart, Glanzgrad, Zustand in dem Alter und dann wirklich alles bezogen. Also dass das Auto damals teuer war, ist da so viel Arbeitszeit reingegangen. Das ist Wahnsinn. Ja, er sagt, da gibt es ja diesen Spruch, sagte er, warum fährt James Bond kein Jensen? Weiß ich nicht, warum? Weil der Aston Martin... Weil er sich sich nicht leisten kann. Also, ach so, okay. Ja, der Aston Martin, warum fährt James Bond kein Jensen, sondern Aston Martin, weil er sich einen Jensen nicht leisten kann. Okay, das okay. Ja, genau. Dann der 560 SL. Das hat er super nett vorbereitet. Wir haben da unten in der Tiefgarage gesessen, Zeitungen da. Da war schönes Wetter. Da war schönes Wetter, aber da waren wir in der Tiefgarage. Ja, genau. Ja. Da waren wir in der Tiefgarage. Sehr cooles Auto, finde ich auch. Ja, sehr schönes Auto. Irgendwie, also mein SL gibt es natürlich öfters mal. Aber das ist schon ein sehr... Tolles Auto mit selbstgemachten Nussecken, ne? Mit selbstgemachten Nussecken. Z1, Knaller, schön, dass er mit dabei war. Mit Uwe nochmal danke. Auch sehr schön im Innenhof gewesen bei Uwe, ja. Ja, im Innenhof zentrumnah eigentlich. In Dortmund, Ganz tolle Ecke. Ja. Dann der 911er hier um die Ecke. Ne? Ja, auch sehr schön. Das war bei Frank auch eine schöne Garage hatte mit vielen Sprüchen und das war... Schönen Fahrzeugen, egal ob Trecker, Wetter Moped. War so... Ja, war nicht schlecht. War okay. Ne? War okay, war schon mal ein bisschen wärmer, jetzt ist ja schon wieder kälter. Und dann zum Ende ging es dann in die Ami-Ecke, ne? Zum Ende ging es in die Ami-Ecke, ja, weil wir noch ein bisschen mehr Amis haben wollten oder wenigstens ein Ami. Und mit Michael Marx hatte ich vorher schon drüber gesprochen, dass wir das vorhaben, als wir das angefangen haben zu planen. Da war schon klar, also ich sagte, so einen Ami müssen wir dabei haben und dann kam aber halt noch ein DeSoto um die Ecke. Ja. Und es gibt nur 3 oder 4 von der Art. Von einem Fire Dome. Ich muss ja ab und zu mal hingucken. Also zu viele Eindrücke kann ich nicht alle mir so sortieren. Und wenn sich jemand mit dem DeSoto also mit dem Auto bewirbt, was ist wie der Jensen. Also wenn wir die Bewerbung vom Jensen bekommen und haben gesagt, ja gut, das geht ja gar nicht anders. Ne? Das muss man ja machen. Ich kannte das Auto gar nicht vorher auch. Du kanntest es? Ja, klar. Wieder, ne? Du bist ja mein Auto-Wikipedia, ne? Ja, nicht mein Leben ist, aber du kennst dich schon gut aus. Und DeSoto sagte dir ja auch, was sagte mir auch nichts, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja nicht so... Das wird ja immer besser und du hast ja auch so ein bisschen deine Liebe zu den Amis entdeckt, ne? Ja, also wieder aufgeflammt, muss man eigentlich sagen. So. Also das ist schon, aber wie gesagt, das ist ja Geschmackssache. Aber ich finde halt wenn man das vergleicht mit europäischen Autos, also mal so der DeSoto 57er Baujahr, wenn du da eben guckst, was in Deutschland gefahren worden ist, da kriegst du halt keinen V8 mit 300 PS. Das ist halt so, klar. Ne? Und man darf ja auch nicht vergessen, was ein Ami heute kostet oder was man für ein Ami bezahlen muss, ne? Und was man für eine Pagode zum Beispiel bezahlen muss, ne? Und das ist schon interessant. Kriegt man schon viel Auto. Ja, das auf jeden Fall. Und auch super nette Gastgeber. Ja, perfekt. Hammer geräucherte fränkische Bratwurst haben wir da bekommen. Ein Knaller, jeder, der mal im Nürnberger Ländle, also naja, das sagt man ja da nicht, aber wenn man da mal auf der Ecke unterwegs ist, geräucherte Bratwurst, fränkische geräucherte Bratwurst, ein Tipp. Ja. Genau. Du hattest ja schon erwähnt, also wir haben auch kulinarisch da immer ganz gut was gekriegt und sieht man ja. Das hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Es war auch viel Arbeit, das muss ich schon sagen. Ja, viel hin und her. Also bis man dann so die Termine hat, dass alles passt, hinfahren und so weiter. Aber ich möchte nicht jammern, hat wirklich Spaß gemacht.
Stimmt, wir hatten ja auch noch einmal Verschiebung, wir hatten ja einmal Schneekatastrophe. Ne? Wir hatten ja einmal einen Termin für den 560er, den wir dann abgesagt haben, weil die Autobahn gesperrt war. Weil die Autobahn, also das war gerade so dieser Streifen, genau hier in Göttingen war extrem viel Schnee und dann hoch, also über Paderborn, rüber Richtung Holland, da war kein Vorkommen. Ja, da ist eine ganze Menge Dinge. Ja, geplant zum Plan, abstimmen, ne? Hinfahren. Ja, so und dann. Ja. Aber hat sich gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, die ganzen Folgen zu sehen. Lasst uns mal wissen hier in den Kommentaren unten, ob wir sowas nochmal wiederholen sollen. Vielleicht eine Herbsttour oder nochmal eine Frühjahrstour nächstes Jahr oder wie auch immer. Ob wir sowas nochmal machen sollen. Wir hoffen natürlich, dass Corona irgendwann abflacht und wir dann auch wieder ein bisschen einfacher miteinander euch erreichen können, ne? Kommunizieren können, dass Messen wieder stattfinden. Ne? Und so eine Geschichte. Aber genau, unten Kommentare mal rein. Und dann, Bodo klappert schon immer hier mit den Zubesuchsschildern. Und wenn wir 2 Zubesuchsschilder haben, die aber klappern, dann heißt das, dass dahinter was anderes ist. Ja. Auf 3 oder? Auf 3. 1, 2, 3. Ja, was bedeutet das? Göttingen, da ist das Lederzentrum, LZ für Lederzentrum und dann 4 für April und 91 für 1991. Wir haben ja schon mal ein Z3 verlost letztes Jahr und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Da haben wir eine ganze Serie, haben wir das Fahrzeug begleitet, überall hin, also technisch fit gemacht und aufbereitet, Sitze und so weiter. Und das gab auch eine schöne Rückmeldung und die Leute haben gesagt, Mensch, mach doch sowas nochmal. Wir werden wieder eine Serie machen. Ob das Auto in die Verlosung geht oder nicht, das wissen wir noch nicht, ehrlich gesagt. Aber wir werden auf jeden Fall eine Serie machen, wie wir den LZ 491 aufbereiten, fertig machen, fit machen. Und ihr seht, hier ist noch kein H, 91, April 91. Ja. Deshalb waren wir auch so heiß auf das Auto. Da wollen wir gucken, wie bekommen wir ein H-Kennzeichen und was muss man tun? Also bei dem Auto, ob man, wenn man das dann das erste Mal sieht, ob man da ein H-Kennzeichen so kriegt. Ich glaube, so wie wir ihn gekauft haben, kriegt man keinen. Das weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Aber auf jeden Fall haben wir gesagt, es sind immer noch keine Messen. Wir können euch immer noch nicht mit euch schnacken auf den Messen. Deshalb machen wir wieder was, dass wir Kontakt zu euch haben. Ihr könnt kommentieren, ihr könnt uns helfen, ihr könnt Tipps geben. Wir brauchen da bestimmt eine Menge und dann gucken wir. Genau, und für alle Kenner, wir werden Erdbeeren ins Körbchen legen und alle anderen können jetzt googeln, was es für ein Auto ist. Genau. Also seid gespannt, bald geht es los. Wie kriege ich ein H-Kennzeichen bei einem leicht verbastelten, nicht mehr ganz originalen Auto. Genau. Ja. Und nochmal vielen Dank für eure Anteilnahme bei Zu Besuch und die Gastfreundschaft und auf ein baldiges Wiedersehen. Danke. Danke.